2023. Frühling. Das ist die Zeit des Jahres, in der das Erwachen der Natur in Fauna und Flora die Menschen erfreut. Und die Menschen neigen nach Winterende zu Aufbrüchen und Veränderungen, oft begleitet von dem Start des besseren Wetters. Letzteres ist gerne gewünscht, wird aber nicht immer geliefert. Wenn man die Elemente betrachtet, zweifelt man dann doch, ob der menschliche Aufbruchwille wirklich angemessen ist. Doch das Motto „Schlechtes Wetter gibt es nicht" und so weiter gilt. Wellen, Wind, unsichtiges Wetter, was soll es die Menschen hindern, die Welt zu entdecken? Es gibt überall Felsen in der Brandung, die das Überleben sichern. Und das Sightseeing. Also macht sich die tapfere Crew der Motoryacht Magic Moments auf seinen Weg zu unbekannten Ufern. Die niederländische Provinz Zeeland ist diesmal das Ziel. Und sie stellt fest, dass es dort tatsächlich auch Frühling gibt. Ab und an zumindest. Welche anderen Vögel wir noch getroffen haben und ob noch mehr als das hier kaputt gegangen ist, seht ihr gleich. Willkommen, liebe Freunde und Zuschauer, an Bord der Magic Moments. Ihr habt unser Ziel vernommen, es geht zu unseren holländischen Nachbarn und dort in den Süden. Wenn man sich umschaut, ist der Wunsch Richtung Süden gut nachzuvollziehen. Im frühen April haben wir zum Start unseres Turns in Duisburg bestimmt kein Wunschwetter. Man darf allerdings nicht vergessen, dass der holländische Süden nicht wirklich geografisch südlicher liegt als unsere Heimat. Der Sportler Magic Moments kommt aus dem Eisenbahnhafen und geht den Rhein zu Tal. Aber die Hoffnung auf echten Frühling stirbt bekanntlich zuletzt. Die Wettervorhersagen sind sich noch uneins, zeigen aber auch Veränderungen zu besserem Wetter. Ein weiteres Mal legen wir in unserem Heimathafen am Rheinkilometer 781 ab und nehmen den Rhein zu Tal. Was man noch bemerken sollte, wir haben Hochwasser im Rhein. Mit dem recht ordentlichen Pegelstand kommt auch das ein oder andere Treibgut den Strom hinunter. Der hohe Wasserstand ist seit Tagen recht beständig und betrifft den Rhein auf großer Länge. Für uns bedeutet das als erstes, dass wir schon auf den ersten Metern ungewöhnlich stark durchgeschüttelt werden. Wir fahren vorbei an Wesel. Und hier kommt Kalkar, das Kernwasser-Wunderland. Der schnellste Weg in Hollands Süden ist sicherlich, dem Rhein zu folgen. Hier bei Nijmegen ist das schon die Wahl.
Wir stellen fest, in den Niederlanden auch kein besseres Wetter. Am Bunkerboot machen wir einen Tankstopp. Zunächst betanken wir unsere eigene Tankstelle, einen 200 Liter Tank mit eingebauter Zapfeinrichtung. Das Bunkerboot liegt direkt am Strom. Da können wir uns über mangelnde Bewegung nicht beklagen. Meinst du, das sind die Fender, die da quietschen, oder ist das eher die Klampe, die da leidet? Ich weiß es nicht. Ich will nicht hoffen, dass das die Klampe ist. Jetzt schaukelt es gleich wieder. Geschafft. Und weiter geht's. Wir haben Hoffnung, heute noch bis zum Hollands Diep nach Willemstad zu kommen. So, ich wende jetzt. Aber vorweggenommen, weiter als bis hierher nach Nijmegen sind wir auf dem Wasser noch nie gekommen. Die weitere Strecke ist uns unbekannt. Deshalb ist unsere Planung immer auch ein Wunschdenken. So treffen wir in den nächsten Minuten gleich einige Erkenntnisse. Zunächst, auch in Holland gibt es Treibgut. Der zahlreiche Schiffsverkehr sorgt schon für ein unruhiges Wellenbild. Darüber hinaus aber kommt noch das Hochwasser hinzu und steigert die Unruhe der Oberfläche enorm. Fazit: Ein schnelles Vorankommen im Gleitfahrt kann man hier getrost vergessen. So schaukeln wir dann in brauchbarer Verdrängerfahrt unserem Ziel des heutigen Tages entgegen. Wo auch immer das sein mag. Im Laufe des Nachmittags wird es klar. Wenn wir nicht bis zum Einbruch der Dunkelheit fahren wollen, bremsen wir heute in Wutrichem. Die kleine Altstadt liegt völlig umgeben vom Wasser am Waal, gleich neben einer Verbindung zur Maas. Wir haben uns für den historischen Stadshafen entschieden, den wir jetzt ansteuern. Um die Einfahrt dorthin brauchbar zu nehmen, müssen wir erst einmal wieder gegen den Strom aufdrehen. Am Eingang des Hafens liegen viele alte Traditionsschiffe. Wir nehmen uns vor, heute Abend noch einen Spaziergang hierher zu machen. Aber erst einmal suchen wir den Passantensteiger, der wohl im ganz hinteren Teil des Stadshafens liegt. Natürlich ist auch hier im Hafen das Wasser hoch. Die Uferwiese ist überschwemmt, so dass wir die Tiefe des Wassers nur schlecht abschätzen können. Wir entscheiden, rückwärts in den Stichkanal zu fahren, um dort nicht wenden zu müssen. Was wir aber noch nicht wissen, durch die Verbindung zum Rhein gibt es hier unglaublich starke Wasserbewegungen. Die machen uns das Manövrieren nicht so leicht. Später dazu noch mehr. Wo ist denn keiner? Hier ist doch deine Klampe hier vorne.
Woudrichem liegt zwischen Waal und Maas, hat eine sehr alte Altstadt. Hier im historischen Hafen liegt man sehr geschützt. Die sanitären Einrichtungen teilt man sich wohl mit dem Campingplatz nebenan. Wir haben das schwimmende Restaurant The Ströming entdeckt. Im näheren Umkreis scheint das einzige zu sein, das heute geöffnet sein soll. Wollen wir also probieren. Wir sind nicht zur wärmsten Jahreszeit unterwegs. Im Cockpit haben wir leider keine eingebaute Heizung. Aber wir haben eine transportable Dieselheizung, die uns tolle Dienste leistet und das Cockpit schön kuschelig wärmen kann. Im Betrieb stellen wir sie einfach auf die Badeplattform. Wir wollen los, wollen uns die Stadt ansehen. Die Altstadt ist von einer Stadtmauer umgeben. Das war im Mittelalter nötig, nachdem die Stadt immer wieder Übergriffe anderer Besatzer über sich hat ergehen lassen. Die letzten waren die Spanier, die die reiche Fischerstadt geplündert haben. Danach wurde sie eine Festungsstadt. Die Gebäude sind oft historischer Bauart und trotz ihrer Jahre begehrte Immobilien. Mittelpunkt der alten Städte sind typischerweise Kirchen. Hier die St. Martinuskerk mit einem sehr markanten Kirchturm ohne Spitze. Auch die alte Mühle ist historisch. Scheinbar dient sie ab und an als eine Art Museum. Was man in der Altstadt so alles findet. Pieter Verhagen war im ersten Viertel des letzten Jahrhunderts Bürgermeister von Woudrichem und hat hier eine Statue bekommen. Jetzt wacht er über den historischen Hafen. In Blickrichtung ist der verlängerte Rhein, der hier nicht mehr Waal heißt, sondern Merwede. Der vierte Name für den langen Strom. Der Abend naht, wir machen uns auf zum Restaurant. Als wir an der Werft vorbeilaufen, treffen wir auf einen plötzlich steigenden Wasserstand. Der Anstieg ist so schnell, dass wir es kaum glauben können. Natürlich gibt es draußen Schiffsverkehr, der Einfluss auf den Wasserstand hat. Aber das kann dieses Phänomen allein nicht erklären. Wir sind etwas sprachlos und grübeln weiter darüber. Im Restaurant werden wir nicht enttäuscht. Das stilvolle Boot hat eine ausgezeichnete Küche. Im tollen Ambiente verbringen wir den letzten Teil des Tages, bevor wir in die Kojen krabbeln werden. Am Ausgang finden wir noch eine historische Karte von Seeland. Erst später, als wir uns mit dem Land näher beschäftigt haben, erkennen wir die großen Unterschiede zwischen den historischen Landflächen und dem, was nach den großen, vernichtenden Fluten heutzutage übrig ist. Sehr interessant zu sehen. Der nächste Morgen. Beim Weg zur Dusche wirkt das Bild wie ein Hammerschlag. Nebel. Klar, so können wir nicht fahren. Schon verfluchen wir unsere Fahrt in der frühen Jahreszeit, in der man natürlich mit solchem Wetter rechnen muss. Aber brauchen können wir es nicht, denn wir wollen doch weiter. Aber im Nebel auf den Rhein? Ausgeschlossen, völlig unmöglich. Wir finden im Netz eine Webcam, die auf einer Brücke an der Merwede gleich in der Nähe steht. Dort machen wir uns schlau über die Nebelstärke. Und mit Freude stellen wir fest, dass es nach 3 Stunden deutlich besser wird. Wir beschließen, abzulegen. Mit 6 Augen im Cockpit und eingeschaltetem Radar wollen wir die noch leicht unsichtige Fahrt antreten. Erst einmal legen wir ab und treffen auf das gleiche Problem wie gestern Abend. Im Klartext:
Wir werden in der Rückwärtsfahrt abgetrieben und landen danach genau dort am Steg, wo wir abgelegt haben. Ein ernüchternder Ableger. Da müssen wir einen zweiten Anlauf starten. Diesmal mit mehr Geschwindigkeit. Jetzt aber. Es gibt in dem schmalen Stichhafen eine Wasserverbindung rund um die Altstadt mit dem Maaskanal. Das muss die Strömung hier wohl ausmachen. Im Maaskanal gibt es eine Schleuse, die natürlich auch Wassermengen freigibt. Und die Boven-Meerwede, so heißt die weitere Strecke nach der Waal ab hier, steht auch unter dem Einfluss der großen Wasserflächen im Süden. Dieses Wechselspiel lassen wir hier im engen Hafen interessante Dinge mit dem Wasser passieren, mit denen man kaum rechnet. Als wir auf den Fluss kommen, sind wir erleichtert. Mit dieser Sicht sollte es keine Probleme geben. Eine langsame Fahrt, AIS und Radar werden uns zugutekommen. Wir fahren jetzt den großen Wasserflächen entgegen und stellen fest, diese lange und wiederholende Welle auf dem wenig befahrenen Fluss ist uns suspekt. Wo kommt die denn her? Kann das der Einfluss aus dem Süden sein? Wir kommen zur Autobahnbrücke Gornichem, dessen Webcam wir heute Morgen betrachtet haben. Schon nach einigen Kilometern teilt sich der Strom. Ein Arm führt weiter Richtung Rotterdam. Der Abzweig heißt zunächst Benedum-Meerwede und wird später dann zur Oude-Maas. Unsere Route heißt Nieuwe-Meerwede und ist eine Art Autobahn in Richtung Hollands Diep. In Gleitfahrt geht es weiter durch eine grüne Landschaft rechts und links. Es ist der Nationalpark de Biesbosch. Bald treffen sich dieser Arm der Meerwede und die Maas. Allerdings heißt die Maas kurz vor ihrem Zusammentreffen hier Amer. Wer kann sich denn das bitte alles merken? Schneller als erwartet kommen wir auf die riesige Volkerak-Schleuse zu. Die hat irre Ausmaße. 3 Kammern für die Berufsschifffahrt, alle mehr als 300 Meter lang, 24 Meter breit. Und außerdem die Sportbootschleuse, 125 x 16 Meter groß. Da müssen wir jetzt durch. Ein Anmelden ist in Holland nur selten nötig. Wenn die Ampel grün wird, fährt jeder ein, der kann. Eben weil die Schleuse so groß ist, werden auch Binnenschiffe in der Sportbootschleuse mitgeschleust. Wir sind also nicht verwundert, als wir einfahren. Spätestens jetzt haben sich fast alle Wolken verzogen. Die angekündigte Sonne ist da und wir haben gute Laune. Auch, weil wir keine Wartezeit an der Schleuse hatten. Das ist in der Hochsaison hier ganz anders und man kann Stunden in der Warteschlange verbringen. Wir sind froh, dass wir für heute eine gute Turnplanung gemacht haben. Die unbekannten großen Wasserflächen, die umfangreiche Schifffahrt und die vielen Schifffahrtswege halten wirklich viele Tücken bereit. Segler machen einem das Leben bei schnellerer Fahrt auch nicht leicht. Aber wir kommen gut durch und auch vor allen Dingen schnell. Das Wasser ist ruhig und der Wind ist gering. Die Wasserverbindung bis zur nächsten Schleuse heißt jetzt Volkerak. Es ist in unserer Wahrnehmung eine offene Wasserfläche, aber das stimmt nicht. Die vorherige und die kommende Krammerschleuse sind Teil des großen Polderschutzsystems und machen diese Fläche zu einem Binnensee. Davon abgesehen gibt es die 2 großen Seen, das Haringsvliet mit Zugang zur Nordsee und das Grevelinger Meer als eine Art Binnengewässer. Wir haben uns für diesen Turn entschieden, die beiden nicht zu besuchen. Die Zeit würde nicht ausreichen. Dann kommen wir zur Krammerschleuse. Die ist quasi baugleich zur Volkerak-Schleuse und somit auch riesig. Wieder eine eigene Sportbootschleuse. Hier sind schon ein paar mehr Sportboote zu sehen. Aber wir brauchen nieder nicht zu warten. Klasse!
lange Ausfahrt nehmen wir in langsamer Fahrt, genießen ab jetzt das beinahe warme Wetter. Unser Ziel ist heute die Osterschelde. Zunächst müssen wir unter der irrelangen Autobahnbrücke der Seelandbrug durch. Die Seelandbrug, die die Osterschelde überspannt, ist über 5 Kilometer lang und hat 50 dieser Doppelpfeiler. Dazwischen passt man durch, wenn man weniger als 14 Meter Höhe hat. Für die meisten Segler reicht das nicht, die nehmen die Durchfahrt an einer von 2 Klappbrücken. Die aufregendsten Passagen haben wir heute hinter uns. Da darf der Nachmittagskaffee jetzt nicht fehlen. Das imposante Bauwerk sieht vom Wasser her gigantisch aus. Es ist die längste Brücke in den Niederlanden und war sogar mal die längste der Welt. Vorher gab es immer wieder Bereiche, die auch ein schnelles Fahren erlaubten. Aber ab hier gilt in der Osterschelde die oft angetroffenen maximalen 20 Stundenkilometer. Die Osterschelde ist auch verbunden mit der Nordsee über ein sehr langes Sperrwerk. Dazu später mehr. Im Hintergrund sieht man schon die vielen Windräder entlang des Abschlussdeiches. Als wir dann näher kommen, finden wir große Schaumteppiche auf dem Wasser. Es gibt ja einige Gründe für ein solches Phänomen, aber keiner davon deutet auf eine problemfreie Umgebung hin. Am nächsten und übernächsten Tag haben wir die Teppiche aber nicht mehr gesehen. Was soll denn die schwarze Fläche? Da ist wohl eine Kamera ausgefallen. Naja, wir zeigen unsere Szenen mit Pannen nicht erst bei den Cutouts, sondern gleich an Ort und Stelle. Ah, jetzt ja. Geht doch. Bei mittlerweile recht strengem Wind aus West fahren wir dann in die Marina ein. Der umgebende Wall bietet kaum Abwehr für die steife Brise. Wir funken auf Kanal 31 die Marina an. Das sollte klappen, so der Tonführer und die Marina-Infos. Es meldet sich aber niemand, also jetzt eigene Platzwahl. Der Längssteg an Backbord ist für die Tagesgäste gedacht. Aber bei diesem Wind würden wir gerne weniger Angriffsfläche bieten. Wir sehen mal weiter hinten nach. Diese Lücke hier ist doch wie für uns gemacht. Auch hier können wir mit Backbord anlegen. Darauf müssen wir wirklich achten. Denn wenn wir seitlich über Steuerbord aus dem Cockpit steigen, müssen wir immer über die Sitzfläche mit den Polstern laufen. Unser Ausstieg mit Treppchen ist nun mal links angeordnet. Es ist einfach ein britisches Boot, daran merkt man das. Nach einigem Rangieren bei ordentlichem Wind haben wir es dann. Fest. Und das bei wirklich tollem Wetter. Es ist gar nicht kalt. Wäre der Wind nicht da, könnte man von Frühling sprechen. Wir haben einen problemfreien Fahrtag gehabt. Dabei haben wir heute Morgen noch bei unsichtigem Wetter abgelegt.
Die Segler müssen an ihrem Tuch arbeiten und haben ihren Bug nach Luft gelegt. Und wir machen uns auf für einen ersten Rundgang. Es ist das Osterwochenende und wir sind nicht allein. An der Marina gibt es Apartmenthäuser zu mieten. Es scheint, als wäre jetzt schon Urlaubszeit. Jetzt sehen wir die Windräder besser als heute Mittag. Es sind viele und sie sind groß. An diesem Strand ist im Sommer die Hölle los. Es gibt hier Apartmenthäuser auf dem Strand und genug Wasseraktivitäten für jedermann. Das Rompot Beach Resort ist eine ziemlich große Ansammlung von Mietbungalows. Auf engem Raum werden hier Tausende von Urlaubssuchenden beherbergt. Nach unserem Rundgang sind wir uns sicher, das muss man wirklich mögen, um sich wohlzufühlen. Dann lieber wieder zum Hafen, der noch nicht überlaufen ist. Wir können heute nur per App bezahlen, ein Hafenmeister ist nicht zugegen. Klappt natürlich nicht, die App sendet unsere Zahlung doppelt ab. Wir werden 7 Wochen brauchen, viele Mails und auch Telefonate für die Rückerstattung. Aber einen solchen Sundowner hätten wir gar nicht erwartet. Scheinbar sind wir doch in der Südsee, in Seeland. Wobei, kaum ist die Sonne weg, sind wir froh um unsere Cockpit-Heizung für die nächsten Stunden. Heute fahren wir nicht. Zumindest nicht mit dem Boot. Das Wetter soll heute super werden und wir möchten gerne die Umgebung mit den Rädern inspizieren. Als erstes wollen wir das Besucherzentrum für das Oosterschelde-Sperrwerk ansehen. Dafür fahren wir eben genau über dieses Sperrwerk. Typisch für Holland ist die separate Fahrspur für Räder und Fußgänger abgetrennt von der Autofahrbahn. Wir kommen zur Schleuse, die die Oosterschelde mit der Nordsee verbindet. Scheinbar wird gerade geschleust. Die Überfahrt über die Kammer ist hier geschlossen. Aber die Überfahrt über das zweite Tor klappt. Super, wir sind drüben. Viel los ist hier nicht. Genauso sieht es auch beim Besucherzentrum aus. Scheinbar ist noch keine richtige Saison. Das Zentrum hat zwar geöffnet, aber alle Attraktionen draußen sind geschlossen. Wir entscheiden, dass uns der Eintrittspreis für das heute knappe Angebot zu hoch ist. Also geht es zurück. Oben auf dem Sperrwerk schauen wir uns die ganze Sache mal etwas genauer an. 62 Tafeln sind hier als Hochwasserschutz hintereinander gebaut. Jeweils 42 Meter ist jede Tafel breit. Die Oosterschelde ist also grundsätzlich mit der Nordsee verbunden und wird nur im Fall eines Hochwassers abgetrennt. Sehr interessant. Etwa einmal pro Jahr tritt im Durchschnitt eine solche Situation auf, dass das Sperrwerk geschlossen werden muss. Heute ist das garantiert nicht nötig. Ein irres Wetter und wir genießen den Frühling.
Ein Stück weiter haben wir Zugang zum Strand. Von hier aus sind die Details am Sperrwerk sehr gut zu erkennen. Und wenn wir auch schon mal am Wasser sind, können wir auch gleich die Temperaturen ausloten, oder? Wir fahren weiter. Wir wollen noch in die Hauptstadt auf der kleinen Halbinsel und radeln über tolle Radwege zwischen grünen Bereichen. Allerdings haben wir dann doch nicht mehr so viel von Camperland gesehen. Der Hunger trieb uns in ein prima Restaurant am Ortseingang. Sehr zu empfehlen. Für den Rückweg nahmen wir eine andere Route, die uns durch die typisch holländischen Straßen führt. Gepflasterte Fahrbahn inklusive. Zurück im Hafen beim besten Wetter. Wir haben heute den Tag sehr genossen und uns über die Sonne und die warmen Temperaturen wirklich gefreut. Heute ist von dem strammen Wind, der gestern herrschte, nichts mehr zu sehen. Wir genießen den Abend an Bord, denn morgen geht es wieder weiter. Natürlich haben wir einen Fahrplan. Und natürlich wollen wir dem folgen. Aber das Wetter macht uns etwas Sorgen für eine Fahrt über die Nordsee. Wir sind hier. Der Plan sah vor, auf die Nordsee zu schleusen und nach Norden Richtung Almuiden zu fahren. Von dort aus wollten wir nach Amsterdam, wo wir bis heute noch nie mit dem Boot waren. Aber bis zu neuen Windstärken möchten wir dann doch nicht auf dem Wasser erleben, auch wenn der Wind von hinten kommt. Also Planänderung. Wir bleiben in Seeland. Heute sind die Bedingungen in der ersten Tageshälfte noch ganz gut. Also fahren wir in die Westerschelde. Ziel ist der Ort Vlissingen. Wir wollen früh los, denn im Laufe des Tages kommt Regen und ordentlich Wind auf. Noch vor dem Frühstück legen wir ab und fahren bei diesigem Wetter aus dem Hafen. Nach circa 15 Minuten langsamer Fahrt sind wir vor dem Sperrwerk. Hier gibt es einen kleinen Hafen und natürlich die Schleuse. Wir melden uns über Funk an und die Schleuse wird blitzschnell klargemacht für uns. Gestern sind wir noch mit den Rädern über dieses Tor gefahren. Der Höhenunterschied in der Schleuse war nicht der Rede wert und so können wir jetzt auf die Nordsee ausfahren.
Trotz der gestrigen Windvorhersage für den heutigen Morgen ist das Wasser noch sehr ruhig. Wir können schnell fahren. Das Fahrwasser ist auch gut betont. Wir fahren jetzt unser Land im Norden der Halbinsel Walcheren vorbei. Wenig später kommen wir an die nordwestliche Spitze und der Seegang nimmt etwas zu. Wir nehmen Fahrt heraus. Wir fahren am Strand der Orte Domburg und Westkapelle vorbei. Sehr beliebte Urlaubsorte. Solche Pavillons finden sich hier Dutzende am Strand. Es dauert nicht lang und wir sind in der Anfahrt auf Vlissingen. Hier ist das große Delta der Westerschelde. Das Fahrwasser ist nah an Land und wir haben gute Bedingungen. Hochhäuser hatten wir eigentlich nicht auf unserem Wunschzettel. Mal sehen, was es in der Stadt noch so gibt. Vlissingen hat in der Altstadt einen Sportboothafen. Da wollen wir hin. Wir wundern uns etwas, dass die Zufahrt derart massiv befestigt ist. Jetzt bei Ebbe finden wir die Einfahrt mit Brücke und Schleuse schon sehr opulent. Aber wir sind richtig, das Schild zeigt es uns. Wir suchen jetzt Platz Nummer 7. Hast du gehört? Später sollen wir noch mehr lernen über die Westerschelde und die Landbefestigungen in diesem Gebiet. Viel Platz ist hier nach rechts und links nicht mehr. Aber hinter der Einfahrt finden wir ein gut befestigtes Hafenbecken mit vielen Plätzen. Und das Ganze vor einer sehr schönen und sehenswerten Häuserzeile. Zeig mir mal auf die 7. Wir haben gestern einen Platz reserviert und heute Morgen die Platznummer genannt bekommen. Klappte super, jetzt suchen wir unseren Steg. Wir sind angekommen. Die ganze Fahrt hat nur etwa 1,5 Stunden gedauert. Wir machen das Boot fest und wieder wohnlich. Unser Plan ist aufgegangen. Wir sind vor dem schlechteren Wetter im Hafen. Jetzt ist genau die richtige Zeit für unser Frühstück. Auch wenn hier mehr Muscheln als Boote im Hafen liegen, die Anlage der Marina ist tadellos. Wir machen uns auf, um die Stadt zu erkunden. Gleich im Umfeld der Hafeneinfahrt finden wir die Hinweise auf die vormals sehr gut befestigten Hafenanlagen. Hier wurde früher hart verteidigt. Grüße gehen raus an Rolf und Lilly. Der Blick geht über die Westerschelde. Auf der anderen Seite ist auch noch holländisches Staatsgebiet. Der Marktplatz mit der anliegenden Bebauung sieht sehr malerisch aus. Natürlich ist jetzt zu dieser Jahreszeit das Treiben sehr verhalten. Die Kasematten sind Teil des Verteidigungsbollwerks, das seit 1548 hier errichtet worden ist. Sie sind die Hallen innerhalb dieser Festung und Teil eines maritimen Museums. Leider sind sie schon seit einem Jahr wegen Feuchtigkeitsschäden geschlossen. Auch wir sind hier vor 2 Stunden eingefahren. Im Hintergrund neben der Windmühle ist die Überwachungsstation für den Seeverkehr auf der Westerschelde.
In dem kleinen Becken sind auch die Lotsen beheimatet. Sie kommen auf die Frachtschiffe, die auf der Westerschelde ein- und ausfahren und übernehmen die Navigation auf den Schiffen, weil sie ortskundig sind. Die Lotsenboote starten hier in Vlissingen. Ein Stück weiter an der Promenade findet sich auch die Zentrale der holländischen Lotsenvereinigung. Diese sehr gleichmäßige Asphaltfläche liefert uns eine lustige Spielvorlage. Ist die Fläche gerade und die Häuser und das Wasser schief? Oder eben doch andersherum? Wer weiß. Auf der Westerschelde geht der gesamte Schiffsverkehr von der Nordsee nach Antwerpen. Auch hier sehen wir, dass es auf dem Wasser früher wohl nicht immer friedlich war. Wir laufen zurück, denn es hat begonnen zu regnen. Schade, dass wir nicht noch mehr besichtigen können, denn Vlissingen scheint sehr hübsch zu sein. Am Marktplatz steht noch eine Statue, die an Jacob Bellamy erinnert, einen Dichter aus Vlissingen. Ganz hübsch. Wir sind froh, wieder an Bord zu sein. Draußen ist es oll, aber unsere Cockpit-Heizung macht uns den Aufenthalt total angenehm. Später hört der Regen auf, aber die Nebelhörner kündigen Unheilvolles an. Der Wind briest auch auf. Abends hat es aufgeklärt und wir machen uns auf den Weg zu einem griechischen Restaurant in der Nähe. Bei der Rückkehr sind wir dann sehr satt und haben wirklich gut gegessen. Ab in die Kojen. Es ist 7:30 am nächsten Tag. Einer der ersten Blicke geht über die Westerschelde. Was soll man sagen? Die Bilder sprechen für sich. Wir haben bereits vor 2 Tagen beschlossen, unseren weiteren Weg binnen fortzusetzen. Die gemeldeten Winde haben uns Angst vor der offenen See gemacht. Wir fahren heute also durch den Kanal auf der Halbinsel Walcheren. Das hat nur einen Haken. Wir müssen zunächst erstmal dorthin kommen. Beim mäßigen Wind im Hafen peilen wir die Ausfahrt an. Außer ein paar Böen ist hier die Welt noch fast in Ordnung. Schon in der Schleuse geben wir ordentlich Gas, da wir direkt am Ende der Mauer Seitenwind erwarten. Jetzt zu wenig Ruder zu haben, wäre fatal. Tatsächlich hat der Wind noch weiter nach Nord gedreht, sodass unsere Sorge zumindest hier unberechtigt war. Bevor wir jetzt in den Kanal einfahren können, müssen wir aus dem Sportboothafen ausfahren, ungefähr eine Seemeile in die Westerschelde rein und dann in den großen Industriehafen einfahren. 2 weitere Schleusen und wir sind im Kanal. Aber jetzt kommt unser Sorgenkind, die Westerschelde. Wind gegen Strömung. Der Albtraum jeden Bootsfahrers in strömenden Gewässern. Da die Tide in der Westerschelde sehr lange abwärts läuft, haben wir ein echtes Paradebeispiel. Die Westerschelde ist berühmt-berüchtigt genau für die Situation, in der wir heute fahren. Das wirklich schöne Wetter kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf dem Wasser eine schwierige Situation herrscht. Hier bekommt der Untertitel unseres Films eine besondere Bedeutung. Alles Käse im Frühling in Holland. Wie so oft können die Kameras die Wellenhöhe nicht wirklich einfangen. Natürlich haben wir Glück, dass wir mit dem Wind fahren. Aber die beinahe stehenden Wellen schicken uns auf eine Berg- und Talfahrt, die sich gewaschen hat.
Wir sind doch nur ein kleines Motorboot. Genau hier erwischt uns ein Shipspotter. Die Fotos sprechen mehr als Worte. Es ist zwar nur eine Seemeile, aber werden wir die schaffen? Bleibt die Wellenhöhe so oder wird sie noch steigen? Bekommen wir noch seitliche Winde, wenn wir in die Hafeneinfahrt biegen? Können wir unseren Turn bei diesen schwierigen Bedingungen fortsetzen? Das alles zeigen wir euch in unserem nächsten Film. Für heute sagen wir euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich über ein Like und einen Kommentar, natürlich auch übers Abo. Bis zum nächsten Mal und für alle Bootsfahrer wie immer Handbreit.